Hey ho, meine kleinen Pflänzchen. Willkommen zu meinem allerneuesten Toplisten-Video. Ich weiß, dieses Video hat sich ein wenig verspätet, so um 1-2 Tage. Allerdings hatte ich Klausurphase und habe sie jetzt endlich abgeschlossen. Das heißt, ich habe jetzt wieder Zeit und Ruhe, um in Ruhe Videos zu machen. Und deswegen habe ich heute für euch meine 10 liebsten Anime-Cameos. So, und bevor es nun losgeht, noch einmal kurz die Definition von Cameos. Ein Cameo bezeichnet das häufig überraschende, zeitliche, sehr kurze Auftreten einer bekannten Person in einem Film, Serie, als Figur in einem Comic, Manga, an einem Videospiel oder einem anderen fiktionalen literarischen Werk. Nachdem das nun geklärt ist, würde ich sagen, let's go! Starten wir direkt mit einer wunderbaren Anspielung auf eine Kindheitserinnerung von mir. Und zwar findet ihr in der ersten Episode vom hervorragenden Anime The Devil is a Part-Timer eine Anspielung auf einen gewissen allseits bekannten Zauberlehrling. Holy Potter, Blood of the Sorcerer and the Dragon. Dazu fallen mir jetzt 3 Dinge direkt ein. Erstens, das "und" ist falsch gesetzt und das triggert mich gerade wirklich, macht mich wütend. So wütend! Denn es heißt immer Harry Potter und nicht Harry Potter erstes Teil Titel und zweiter Teil Titel. Grick! Zweitens, das ist eine Anspielung auf den englischen Titel des ersten Harry Potter Bandes. Dieser ist auch bekannt unter dem Namen Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Und drittens stellt sich mir die Frage, ist das eine Anspielung auf Harry Potter selbst oder auf seinen Sohn oder auf ein bald erscheinendes weiteres Abenteuer der YouTube-Göttin Coldmere? Was meint ihr? Ich persönlich würde auf Letzteres hoffen. Wobei, die Geschichten von seinem Sohn wäre sicher auch sehr interessant. Wie viele von euch bin ich damals nach der Schule auch immer nach Hause gerannt, um den Rest des RTL 2 Anime-Nachmittags zu sehen. Und auch wenn ich dabei fast immer zu spät war, um alles zu sehen, weil die Bahn mal wieder Verspätung hatte, gab es doch 2 Animes, die ich immer erwischt habe. Yu-Gi-Oh! Und Naruto. Und deswegen geht mein Platz 9 auch an meinen absoluten Liebling aus dem Naruto-Universum. Shikamaru, der mit seiner absolut faulen und desinteressierten Lebenseinstellung mich absolut begeistert hat. Der hat mich mit seinen Kollegen Ino und Shui einen Kurzurlaub bei Yugi gemacht. Und das finde ich absolut fantastisch. In der Episode 187 sieht man die 3 im Publikum sitzen. Also das nenne ich doch mal echte Sportfans. Oder schwänzen sie einfach mal wieder den Unterricht. Wo wir jetzt gerade bei echten Sportfans sind. Ich persönlich bin ein riesiger Fan des Fressballsports. Was? Du weißt nicht, was Fressball ist? Kennst du das echt nicht? Los, geh in die Ecke und chill und schreib bitte 10-mal FC Humpelstils Forever in die Kommentare. Nein, im Ernst, Fressball ist eine fantastische Sportart. Ich meine, es ist Schummel erlaubt und ihr habt Magie. Alles mit Magie ist 1000-mal cooler als ohne Magie. Und das ist die beliebteste Sportart im Wakfu-Universum. Das Fressballfieber hat selbst den künftigen König der Piraten und einen gewissen Großmeister gepackt. Nun stellt sich nur eine Frage. Wo lagert die Sunny? Der Kampf von L gegen Light hat mich damals erst so richtig zum Anime-Junkie gemacht. Und ich bin bis heute ein Vertreter der Meinung, dass Nier ohne Ls Vorarbeit Light niemals besiegt hätte und dass es das bessere Ende gewesen wäre. Aber das ist Stoff für ein anderes Video. Auf jeden Fall liebe ich den Anime. Allerdings vertraut mir, lasst die Finger von dem Film. Vor allem von dem Netflix-Film, der ist wirklich schlecht. Aber umso mehr freue ich mich, dass Light und seine Freunde kurz bei Fullmetal Panic in Folge 6 vorbeikamen. Und nun stellt sich hier nur die Frage, wo man das einordnen könnte in der Chronik. Immerhin ist L draußen. Tja, das ist die Frage, die lieber ein anderer YouTuber beantworten sollte. Kommen wir mal zu 2 absolut untypischen Serien für den Arti, und zwar Steven Universe und Adventure Time. Diese haben nicht nur eine interessante Story, sondern auch eine gewisse Gemeinsamkeit. Rebecca Sugar. Diese hat bei Adventure Time mitgewirkt und Steven Universe erschaffen. Und sie ist ein riesiger Anime-Fan. Und hat mir ein Cameo beschert, das einfach nur Plus Ultra ist. Ja, ich weiß, ihr werdet euch denken, Arti, du hast einen an der Waffel, wieso schreist du mir jetzt ins Ohr? Es stimmt schon, ich habe einen an der Waffel, allerdings muss ich es einfach würdigen, dass in der am 27. September 2017 erschienenen 8. Ausgabe der Steven Universe Comics, Achtung, ich beziehe mich hierbei auf die Kaboom Studio Auflage, ein Cameo vertreten ist, das den Held aller Helden ehrt. All Might aus My Hero Academia ist dort live zu sehen. Allerdings in seiner normalen Form. Schnell versteck dich, bevor dich jemand so sieht, sonst werden alle das Symbol des Friedens verlieren. Ach nee, warte, ist ja nicht mehr relevant. Tut mir leid. Halbzeit, okay. Eigentlich war dieser Punkt komplett anders formuliert. Allerdings, leider ist nun eines der kreativsten Genies der Comicwelt gestorben. Und ich möchte diesen Punkt dieser Ikone widmen, die nicht nur einen Großteil meiner Kindheit mit den vielen Superhelden geprägt hat, sondern auch stellvertretend für das Wort Cameo ist.
und es sich einfach falsch anfühlen würde, wenn ich eine Cameo-Liste mache, ohne diese Person vertreten zu haben. Und zwar, es geht um Stan Lee. Dieser geniale Schöpfer vieler großartiger, manchmal auch seltsamer, aber oft als wirklich absolut kultigen Superhelden, hatte ebenfalls eine Superkraft. Die Kraft unzähliger Cameo-Auftritte. Er hatte so viele Cameo-Auftritte, dass es selbst für eine Top-100-Liste reichen würde. Aber egal ob in Serien, Filmen, Comics, Mangas, Stan Lee hatte überall Fans, Gastauftritte oder war mitwirkend. Und es war jedes Mal ein Highlight, wenn man ihn erkannt hat und sich gefreut hat. Und da ich ein Manga-Channel bin, habe ich mir gesagt, okay, ich nehme mir eine Manga-Serie, in der er mitgewirkt hat. Und zwar Hero Man. Dort tritt er unter anderem auch in einigen Szenen kurz auf. Und ist dort als Figur Stan the Man vertreten. Und da das nur einer der zahllosen Auftritte ist und ich nicht weiß, ob diese Tradition jetzt enden wird oder ob man ihn postmortem noch ehren wird, möchte ich diese Stelle einfach mal kurz nutzen, um Danke zu sagen. Danke, Stan Lee, für all die wunderbaren, schönen Erinnerungen, die mir deine Werke bereitet haben. Und danke dafür, dass du viele Freunde von mir, viele Nachwuchskünstler inspiriert hast. Deswegen Dankeschön. Okay, wisst ihr, ich bin ein riesiger Fan von Saiki K. Und ich warte immer noch auf eine dritte Staffel. Ich brauche einfach mehr von diesem Anime. Das ist fantastisch. Aber bis dahin muss ich mich wohl gedulden. Womit kann ich mir die Zeit vertreiben? Ich könnte Videos machen oder ich gehe auf Saikis Schulfest. So ein bisschen leckeres japanisches Essen klingt doch fantastisch. Kuroko, kannst du mich kurz mitnehmen? Was? Nein! Ach, schade. Geht ihr allein zum Schulfest? Dann bringt mir nicht mal Zuckerwatte mit. Das merke ich mir für die Review. Von deinem Anime. Versprochen. Platz 3 hat ein Anime erobert, welcher einfach den Himmel durchbohrt mit seiner Leidenschaft. Für so viel Feuer und Leidenschaft verdient dieser Anime einfach nur Gold. Allerdings hat es diesmal nur für Bronze gereicht. In Gurren Lagann erlebt ihr Feuer, Leidenschaft und Action. Und er hat meine Definition von Mecha-Animes nach Neon Evangelion Genesis auf ein neues Level gehebt. Aber wusstet ihr, dass selbst die Comedy-Reaktionen auf einem neuen Level sind? Ja, richtig gehört. Ich meine, schieb erstmal so eine große Panik, dass selbst Thaddeus Tentakel, ich meine natürlich Thaddeus Tennisball, Panik kriegt. Das schafft kaum einer, nicht mal SpongeBob. Höchstens vielleicht der hackfleischhassende Zaka. Aber der kommt nur in ganz bestimmten Nächten, wenn das Licht anfängt zu flackern. Oh, Scheiße. Schon auf Platz 2 angekommen. Okay, die Wahl fiel mir tatsächlich wirklich schwer, weil Platz 2 betrifft einen meiner absoluten Lieblingsanimes. Und ihn da nur auf Platz 2 zu ranken ist hart. Auch wenn viele von euch diesen Anime wahrscheinlich hassen werden. Oder aber als total langweilig und stumpfsinnig abhaken. Ich persönlich feiere ihn. Und zwar die Rede ist hier von No Game No Life. Ich trage sogar beim Stream ein Sora-Shirt, also insofern, ich muss diesen Anime einfach in die Liste packen. Aber wusstet ihr, dass selbst Sora und Shiro gerne cosplayen? Ja, die künftigen Götter von Discworld sind auch scheinbar wunderbare Ghibli-Fans. Und sie haben sogar einen meiner absoluten Lieblings-Ghibli-Filme rausgepickt. Und zwar Schloss im Himmel. Wenn jemand Laputa findet, dann ihr zwei. Ich glaube an euch. Und Madhouse, wenn du das hier siehst, bitte gib mir einen Neustart von No Game No Life. Ich will mehr von diesem Anime. So, Platz 1. Wer könnte besser sein als Stan Lee? Wer könnte besser sein als No Game No Life, als Gurren Lagann, als SpongeBob? Ganz einfach. Es ist eine ganz, ganz besondere Figur, deren Auftritte quasi ein Cameo und ein Easter Egg in einem sind. Sie steckt brieflich gesucht und hat mich erst zu diesem Video inspiriert, als ich sie tatsächlich in einer Folge entdeckt habe. Und zwar ist es ein Schwerverbrecher, welcher selbst in Impel Down einsaß. Und sein Kopfgeld beträgt ganze 3.333.333 Bären. Es ist Pandaman. Was? Ihr wisst nicht, wer das ist? Das ist eine Figur, welche Eiichiro Oda immer wieder in One Piece in die Hintergründe einbaut. Doch ihr fragt euch jetzt sicher, Adi, ja gut, das ist dann ein Easter Egg von One Piece, aber warum ist das jetzt ein Cameo? Die Antwort verrät wie so oft das Wikipedia. Denn ursprünglich wurde Pandaman durch Oda nur wiederverwertet. Im Jahre 1998 hat Eiichiro Oda an einem Sonderband der Serie Kiriko Man mitgearbeitet. In diesem haben diverse Künstler neue Charaktere für die Serie kreiert. Und der Charakter Pandaman wurde zuvor schon einmal kreiert, allerdings als Hintergrundfigur. Oda hat die Figur allerdings so gut gefallen, dass er sie wiederverwertet hat, in dem Sonderband noch einmal neu aufgelegt hat und danach immer wieder in One Piece eingebaut hat. Und das quasi seit Anbeginn bis zum heutigen Stand. Und wenn du so etwas seit 20 Jahren durchhaust, dann ist das einfach nur ein verdienter Platz 1 und damit auch das beste Cameo, das mir persönlich einfällt. So, hey ho, ich hoffe, euch hat meine kleine Topliste gefallen.
Nach wie viel von meinen Cameos kanntet ihr? Und was sind Cameos, die euch einfallen, die ihr besonders feiert? Schreibt mir das gerne mal bitte in die Kommentare. Ansonsten wollte ich euch nur kurz erzählen, dass es 2 Neuerungen gibt. Und zwar einmal habe ich jetzt einen Discord aufgemacht, und zwar am letzten Freitag. Die Stream-Zuschauer auf Twitch sind bereits drauf, aber ich habe jetzt mal unten in der Beschreibung den Link reingepackt, könnt ihr gerne drauf joinen oder auch als angepinnten Kommentar. Die zweite Neuerung ist Yuki. Ich habe jetzt eine wunderbare Designerin, und zwar Chibi Yuki, welche auch hier die absolut geilen Artists designt hat, die ab jetzt in den Videos vorkommen. Und es wird jetzt im Februar auf jeden Fall jede Woche ein Video kommen. Und das war's auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!